Hallo, meine Freunde, bei einer Runde Let's Talk About Balance Patch. Ja, das ist schon eine komische Uhrzeit, wo der gedroppt wurde. Der ist nämlich um 5 Uhr morgens gedroppt worden. Kurz davor bin ich ins Bett gegangen, deswegen konnte ich jetzt leider das Video nicht noch schneller hochladen. Aber für euch mache ich jetzt definitiv ein Video und wir bewerten den Balance Patch zusammen, denn ich sage euch ganz ehrlich, ich habe ihn nur ganz kurz überflogen. Ich habe ihn aber noch nicht großartig gelesen. Und das werden wir jetzt zusammen machen. Ja, ich bin zwar keine SWC-Spielerin oder ich bin auch nicht in einer Top 2 Gilde, aber ich habe vorletzte Season G2 RTA abgeschlossen und ich spiele seit 2015 dieses Spiel und bin aktuell beziehungsweise seit 3 Jahren in einer Tourney-Gilde. Also ich denke, ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen Ahnung habe ich auch. Und wenn ihr dann mal nicht meine männlichen Kollegen jetzt gucken wollt, sondern mal eine, Fachmeinung von einer weiblichen Person haben wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Und deswegen gucken wir jetzt einfach in den Balance Patch rein. Ich bin ganz gespannt, ob wir irgendwelche Änderungen bekommen. So, wir fangen an mit dem Megumi Feuer. Wenn ein Verbündeter, ausgenommen von dir selbst, angegriffen wird, erhöht sich deine Angriffsleiste um 30%. Es wurde genervt auf 20%. Endlich. Endlich. Er ist einfach nicht mehr dauerhaft dran. Megumi, ihr wisst es selber, wenn ihr mein RTA-Gameplay gesehen habt. Megumi ist Katastrophe. Also entweder man nimmt ihn selber oder man wird von ihm genervt. Also gestunt und zurückgepusht und was weiß ich nicht alles. Alles klar, weiter. Zenitsu Dunkel. Die Erhöhung des Schadens, den du Gegnern proportional zu deiner kritischen Rate zufügst, wird um 20% verringert. Okay, das ist ein heftiger Nerf, ja. Wenn dein Angriff auf einen Gegner als kritischer Treffer landet, erhöht sich deine Angriffsleiste, ist genervt worden von 15 auf 10%. Ich habe schon mit einem Dark Zenitsu Owner gesprochen und er sagt, das ist ein extremer Hard Nerf. Ähm, Das wäre ja, er wäre wohl jetzt unbrauchbar. Ich weiß jetzt nicht, ob das, einfach aus Emotionen war, weil es ein Nerf ist und ob er jetzt wirklich komplett unbrauchbar ist, weil ich habe ihn nicht. Aber, es ist auf jeden Fall ein Nerf und wir müssen ehrlich sein, das, ist natürlich auch nicht so gut, wenn ein Unit 1 versus 4 Potenzial hat, ne? Also, von daher finde ich, ist das ganz okay. Orakellicht, das ist der, Strip, äh, ne? Das müsste der Strip sein. Verringert mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% für 2 Runden die Angriffsgeschwindigkeit von allen Feinden. Okay, und das wurde jetzt geändert in verringert mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% für 2 Runden die Angriffsgeschwindigkeit. Okay, das ist ein ganz mini kleiner Nerf an Leimer. Das ist jetzt, denke ich, nicht großartig der Rede wert. Wir gehen weiter. Zenitsu Wasser. Seine Passive. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter einen Unfähigkeitseffekt erhält, verringert sich die Abklingzeit deiner Fertigkeit um eine Runde. Das wurde jetzt geändert in erhöht sich deine Angriffsleiste um jeweils 35%. Also das heißt, jedes Mal, wenn ein Unit von dir gestunt wird, bekommt er Angriffsleiste 35%. Ich sage euch jetzt ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob das 'n Nerf oder 'n Buff ist, weil den Zenitsu Wasser, den habe ich jetzt so extrem nicht irgendwo wahrgenommen oder gesehen, also im RTA schon mal gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Also, ich nehme, denke ich, lieber beides zusammen, also die Abklingzeit oder den also und den Push, ne? Aber wir machen weiter. Windstark. Bitte, 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 windstark. So, es wurde geändert. Und zwar, wenn du von einem Gegner angegriffen wirst, erhöht sich deine Angriffsleiste um 30%. Das wurde genervt auf 20%. Das heißt, die Angriffsleiste ist nur noch 20% und nicht mehr 30. Das ist 10% Unterschied. Wir müssen, das ist wie bei Megumi. Das ist genau dieselbe Zahl. Wir müssen gucken, wie es sich im RTA dann verhält, ob das dann wirklich ein bisschen uns hilft oder nicht. Und die Erhöhung des Schadens, den du Gegnern zufügst, wird auf bis zu 200% geändert. So, die Sache ist jetzt, da war, glaube ich, Unlimited, ne? Also, der hatte da, glaube ich,
Ne. Das heißt Momentchen, meine Freunde, ich zeige es euch. Also, wir hatten jetzt noch mal ganz kurz, damit ihr das seht, ähm, so, wir gehen das noch mal ganz kurz durch. Wir waren genau hier. Ne, können wir nicht, leider. So, ne, geht nicht im Ganzen. Die Erhöhung des Schadens, den du Gegnern zufügst, wird auf bis zu 200% geändert. So, und jetzt gucken wir uns das an. Hier steht, ähm, wurde auf 100%. Also ist es im Prinzip also hier, wenn du einen Gegner angreifst, erhöht sich deine Angriffsleistung um 30%. Das wurde jetzt genervt auf 20. Außerdem erhöht sich der Schaden, den du Gegnern zufügst, je nach schlechter der HP-Zustand deiner Verbündeten ist. Wenn es besiegte Verbündete gibt, erhöht sich der Schaden um 100% pro besiegten Verbündeten. Das ist ja jetzt im Prinzip, hm, das ist ja eigentlich noch mal 'n Buff. Also von 100 auf 200%. Das ist also da verstehe ich die Logik nicht. Also hier jetzt hat er 100% gehabt. Natürlich, vielleicht kann es auch einfach sein, dass es falsch gelesen ist, ähm, aber das ist, die, Logik verstehe ich dahinter jetzt, wenn ich ehrlich bin, absolut gar nicht, dass man das von 100 auf 200% noch mal hochballert, obwohl er schon so extrem ist. Also, da muss ich mal ganz kurz ich gucke mal ganz kurz, okay, ich habe mal ganz kurz hochgeguckt zu der englischen Version. „The increase in the damage dealt to enemies is limited to 200%." Okay, also ich glaube, das ist dann einfach ein Übersetzungsfehler. Hier hätte der pro besiegten Verbündeten hätte er ja im Prinzip auf, ja, man hätte den ja doch, ne, ist okay, das ist 'n Nerf. Also, er kann nur noch 200% bekommen und nicht hier, je nachdem, wie viele, Verbündete dann gestorben sind, 300 oder 400 oder so was. Okay, das ist 'n Nerf. Ich nehme es zurück. Da muss man dann manchmal auch mal in die englische Version gucken, weil die deutsche Übersetzung dann vielleicht einfach nicht so gut ist. Okay, also er wurde gut genervt. Wir werden sehen, wie es sich im RTA verhält. Stark Feuer. Habe ich noch nicht gesehen, habe ich noch nicht benutzt. Gucken wir mal. Fügt zusätzlichen Schaden in Höhe von 70% der verlorenen HP zu, wurde geändert auf 100%. Mhm. Gut. Also macht man jetzt 100% mehr Schaden in Höhe der verlorenen HP. Gucken wir dann einfach mal, wie es sich, verhält. Also, ich würde den jetzt nirgendwo, ähm, im ersten Gedanken würde ich den jetzt weder im Siege noch im RTA sehen. Dann, Fern, Wasser, Wind und Dunkel. Bei Fern, da habe ich die Wasser und die, Wind. Der Schaden erhöht sich um 25%. Ach, das ist doch das ist dieser Random Damage erhöht sich Buff. Ist okay, nehmen wir mit, aber sehe jetzt auch nichts. Dann Eivorwasser. Oh, lange nicht mehr gelesen. Lange nicht mehr gelesen. Der Schwellenwert der Stats, der als Bedingung für die zu Beginn des Kampfes gewährten Effekte verwendet wird, wird um etwa 14% verringert. Oh, das ist ein Buff. Also, vorher brauchte man ja bestimmte Werte, also, die kann ich euch jetzt leider nicht aus dem FF, also, aus dem Kopf sagen. Das tut mir sehr, sehr leid. Die kann ich euch jetzt so aus dem Kopf nicht sagen, aber da gab es bestimmte Dev-Werte, Speed-Werte und so weiter, die man brauchte, damit, hier bei ihr die Passive funktioniert. Das wurde jetzt um 14% gesenkt. Das heißt, man braucht weniger von diesen Effekten, dass dieser Buff dann also, damit diese Passive funktioniert. Ich sehe da aber trotzdem keine Änderung für, Siege oder RTA, weil im RTA hat man sie sowieso nicht gesehen und im Siege, na ja, da gab's halt einfach viel zu viele Counter gegen. Also, es ist nicht, das Problem gewesen, dass die Stats nicht, zu erreichen waren, sondern es gibt halt einfach zu viele Counter dagegen. So, machen wir weiter. Einhornwasser. Ohohoho. Flügelschutz ist passiv. Stellt jede Runde 15% auf 25% deiner HP wieder. Das finde ich super. Das finde ich ganz nett. Das hat jetzt nichts, denke ich, mit dem RTA zu tun, da wird man die nicht sehen, aber im Siege in den Siege-Offs. Man wird sie in den Siege-Offs
häufiger vielleicht wiedersehen können. Weil, Bollwerk haben wir ja schon ich habe ja in meinen Siege-Videos schon öfter gezeigt, dass man Bollwerk benutzen kann wieder und dann kann man sie natürlich auch immer wieder da reinpacken. Ist jetzt natürlich kein extremer Meta-Change, aber wir nehmen es mit. So, Nina Williams in Wasser. Wenn ein Gegner mit weniger als 50%, das wurde geändert auf 70% oder weniger HP seine HP wiederherstellt, erhöht sich deine Angriffsleiste um 100%. Okay, also dann, tun wir das jetzt mal kurz für euch zusammenfassen. Wenn ein Gegner, der weniger, als 70% seiner HP hat und dann seine HP wiederherstellt, erhöht sich deine Angriffsleiste um 100%. Sehe ich keinen Mehrwert für RTA oder, Siege drinne, können wir weitermachen. So, Sagar, ui Wasser, Wind und Dunkel. Mhm, alles klar. Gewährt Gegnern, die bereits provoziert wurden, für 2 Runden einen Effekt zur Schwächung der Verteidigung. Da muss ich sagen, Moment, ich muss mal eben schauen. Ähm, da ja, da bin ich also, ja, wie soll ich das sagen? Also, das ist jetzt wir gucken mal eben wir haben ja noch die Aufnahme ohne. Wir gucken mal eben rein. Das ist Schwert des Zorns. Das ist hier das ist der S2. Äh, also, wenn du vorher dann den S3 gemacht hast und die Gegner alle schön provoked sind und du hinterher den S2 drauf butterst, kriegt er dann also kriegen sie dann auf jeden Fall einen Death Break. Ist ganz nice. Ja gut, im Siege ist es jetzt ja, es ist RNG, weil man weiß halt nie, ob die Gegner wirklich provoked werden und so weiter, ob die Attack Bar leer gemacht wird. Ich halte nicht so extrem viel von Offs, wo dann diese Units vertreten sind, die auf RNG extrem ausgelegt sind. Aber ich denke, ja, im RTA wird man den häufig also jetzt nicht häufiger, aber den wird man trotzdem ab und zu mal sehen. Also, da muss ich echt sagen, das sage ich euch jetzt, mit meinem Jäger werde ich überlegen, ob ich den vielleicht einbaue. Wäre eine gute Idee. So, Justitia Wasserwind Wasserlicht, entschuldigt, Wasserlicht. Harmonie der Reinigung. So, erhöht die Angriffsleiste um 20% und stellt 30% der HP von Verbündeten wieder her, von denen schädlichen Effekte entfernt wurden. Okay, so, das wurde geändert zu, stellt 20% der HP der Verbündeten wieder her. Okay, ist ja ach so, Moment, stellt 20% der HP der Verbündeten wieder her. Das ist ja jetzt hier schon mal 'n Nerf. Da war 30, hier war 20. Wenn keine schädlichen Effekte entfernt wurden, erhöht sich die Angriffsleiste aller Verbündeten um 15%. Gut, das ist so 'ne ich würde eigentlich sagen, das ist einfach nur so 'ne Umverteilung. Also, hier war jetzt im Prinzip erhöht die Angriffsleiste um 20% und stellt 30% der HP von Verbündeten wieder her, von denen schädliche Effekte entfernt wurden. Also, sagen wir mal, dein ganzes Team hat, Debuffs gehabt. Ja, dann hast du halt, die Angriffsleiste erhöht und die HP hergestellt, so. Und hier ist jetzt im Prinzip, hm, ja, 20%, also 10% weniger HP. Und wenn keine schädlichen Effekte entfernt wurden, erhöht sich die Angriffsleiste aller Verbündeten um 15%. Ich würde das eher als Nerf einordnen, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist für mich eher ein Nerf. Das macht keinen Sinn. Die wird man weiterhin, denke ich mal, nicht wirklich sehen. So, Doktor Plasma, Wasserwind, Licht, Kopfbombe. Wenn du keine schädlichen Effekte besitzt, die entfernt werden können, beträgt die Wahrscheinlichkeit, die Verteidigung zu verringern, 100%. Das ist natürlich das ist natürlich echt cool. Hm, wir gucken uns ganz kurz den Originalen an. Und zwar entfernt alle schädlichen Effekte, die auf dir lasten und greift dann alle Gegner an, um ihre Verteidigung mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Also, da haben wir 50% und nur wenn du halt Debuffs bekommen hast, ne? So, also hier, wenn du, Debuffs bekommen hast und jetzt ist es so, dass er, wenn du keine schädlichen Effekte besitzt, die entfernt werden können, beträgt die Wahrscheinlichkeit 100%. Also, wenn du welche hast und die werden entfernt, dann beträgt die, Death Break Wahrscheinlichkeit 50% und wenn du keine hast, dann 100%. Also, ist für mich ein Buff.
Ja, den habe ich eine Zeit lang im RTA gespielt, ausgetestet, aber der hatte jetzt nicht ungefähr also nicht unbedingt 'n Wert, so dass er in die Meta gehört, genauso wenig im Siege. Dann Dunkel, Schnellladung. Wenn du unter Unfähigkeitseffekten stehst oder zu Beginn deines Zugs einen schädlichen Effekt besitzt, erhöht sich die Angriffsleiste aller Verbündeten um jeweils 25 auf 35%. Okay, der wurde gebufft. Der Push ist jetzt um 10% höher. Ist okay. So, Druide Wasser. Oh, da können wir doch eigentlich alle zusammenfassen, weil ich sehe gerade, Wasser, Feuer und Wind haben einfach dasselbe hier. Das sind halt nur verschiedene Skills. Provoziert alle Gegner für eine Runde mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 auf 70%. Das heißt, wenn die ihre Skills machen, das ist jetzt in dem Falle, Moment, wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz, damit ihr noch mal seht. Das ist man hat ja nicht immer den Namen des Skills irgendwie im Kopf, und zwar ist das Sekunde, ich zeige euch das genau. Das ist, wenn ihr in der Bestienform nämlich seid und wir brauchen ne, Moment. Ach, genau, das ist die Umwandlung, alles klar. Das ist die Umwandlung. Genau, wenn wir uns umwandeln, dann, ja, wurde das einfach gebufft von 50% Provoke-Chance auf 70%. So, jetzt macht jetzt nicht also, macht jetzt nicht viel für mich aus. So, beim Druidenlicht ist das, auch noch mal geändert von 50 auf 70%, und die Abklingzeit der Fertigkeit wird um eine Runde verringert von 6 auf 5 Runden. Okay, ist in Ordnung, also kein heftiger, und hier ach, bei dem Dunkel auch direkt. Also, es wurden direkt alle geändert von 50 auf 70%. Also, ich, weiß nicht, macht für mich jetzt nicht extrem viel, außer dass sie dann provoked sind. Könnte man dann, ja, weiß ich nicht, könnte man dann gut nutzen, ja, mit dem Sagat zum Beispiel zusammen, der dann den Death Break gibt auf das provoked Unit oder so, keine Ahnung. Also, macht für mich jetzt nicht extrem viel aus, aber es ist nice. So. Der Affenkönig Feuer, die Passive. Jedes Mal, wenn der Zug eines Gegners endet oder du angegriffen wirst, erhöht sich deine Angriffsgeschwindigkeit um jeweils 10% auf 12%. Okay, das heißt, er ist gebufft worden um 2%, aber es erhöht sich maximal auf bis zu 120%. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken, ob in der Passiven schon 'n Limit stand. Ähm Ja, okay. Es war nur bis zu 10-mal stapelbar, also nur, ähm ja, also nur 100% stapelbar. Jetzt ist es aber bis zu bis zu 120 Mal war das, ne? Ja, genau. Das heißt, der hat einen wunderschönen Buff bekommen. Also, Erzengel also, ganz kurz noch mal, er ist ja sowieso im Siege. Kann man den ab und zu in verschiedenen, also, man kann ihn oft benutzen. Ich möchte meinen, vielleicht sogar in mehr wie einer. Und im RTA, da hat man den ja sowieso immer mal so als Nische im Moment benutzt, aber ich denke, man könnte den trotzdem auch häufiger picken. Also, ich könnte ihn häufiger picken. Würde wahrscheinlich ganz gut passen. So, Erzengel Wind, belebt das tote verbündete Ziel mit voller HP wieder und belebt auch alle anderen toten Verbündeten mit 30% wieder. Aber jetzt 70%. Oh, das ist mit 70% Wiederbelebung. Das ist das ist wirklich ein super wunderschöner Buff. Ich spiele den sowieso ab und zu mal, und im Siege gibt es auch, ein paar Offs, wo man ihn spielen kann. Im RTA, ja gut, da habe ich ihn jetzt noch nie gesehen, aber vielleicht könnte man den mal als Trap bauen. Das ist ja mal gar kein Problem, ne? So, dann Erzengel den Arter, den habe ich. Ich habe Arter. So, kontert den Gegner sofort mit einem kritischen Treffer, wenn du oder ein Verbündeter mit einem kritischen Treffer angegriffen werden. Aha. Kontert immer mit einem kritischen Treffer. Okay,
Ja, das war ja jetzt, die ganze Zeit. Ich denke, das ist jetzt wieder einfach ein Übersetzungsfehler. Wenn er zum Beispiel 'n Glancing oder so hatte, dann hat er nicht 100% gekrittet. Ich denke, damit ist jetzt einfach gemeint, dass wenn jemand, deiner Verbündeten Crit abbekommt, dann kontert er jetzt auf jeden Fall zu 100%. Egal ob Glancing oder sonst irgendwas. Machen wir weiter. Gerald Licht, die Schadensreduzierung entsprechend der Adrenalinpunkte wird um etwa 67% erhöht und verringert den erlittenen Schaden um bis zu 25%. Na ja, da müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken, der Gerald Licht, wie es vorher war. Jetzt muss ich den erst mal suchen. Das ist der Lars, genau. Also, ja, Moment. Das ist welche Fähigkeit war das jetzt bei dem Gerald Licht? Das ist der Adrenalinstoß bei ihm. So, stapelt jedes Mal, wenn du Gegner angegriffen, einen Adrenalinpunkt, das ist ja natürlich weiterhin um bis zu 5 Punkte. Der erlittene Schaden verringert sich entsprechend den gesammelten Adrenalinpunkten um bis zu 15%. Jetzt ist das, um bis zu 25%. Ah, okay, alles klar. Die Schaden ja, alles klar. Also, es wurde er wurde gebufft. Er hat jetzt höhere Schadensreduktion. Weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich habe aber ein paar Mal gegen ihn gekämpft und nervig war er schon. Aber ich denke jetzt nicht, dass er extremstes, First Pick Meta-Unit sein wird. Wüstenkönigin Licht, Effekt hinzugefügt, absorbiert die Angriffsleiste aller Gegner um jeweils 15%. Ja, alles klar. Da gibt's dann noch mal einen Buff da drauf. Ich habe ja schon mitbekommen, dass die Besitzer von Isis halt immer wieder rumgemeckert haben, dass bei ihr ja, dass sie nicht so irgendwie krass einsetzbar ist. Jetzt wurde der S3 gebufft von ihr mit absorbiert die Angriffsleiste aller Gegner um 15%. Ob es jetzt besser ist, das könnt ihr mir gerne ja mal in die Kommentare schreiben. Für die Units, die ich natürlich nicht habe, würde mich das dann immer freuen, wenn ihr da mal was reinschreibt. So, Meeresherrscher Dunkel. Der Schaden gegen Gegner mit schädlichen Effekten erhöht sich um 50%, wurde auf 100% geändert. Der Schaden gegen Gegner ohne vorteilhafte Effekte erhöht sich um 50%. Der erlittene Schaden durch Gegner ohne vorteilhaften Effekten wird um 25% verringert. Aha, also Moment. Also, er macht jetzt mehr Schaden auf Gegner mit schädlichen Effekten. Also, wenn ihr 'n Debuff habt, kriegt ihr von ihm 100% mehr Schaden rein. Aber der Schaden gegen Gegner ohne vorteilhafte Effekte, das wurde jetzt rausgestrichen und es wurde jetzt schmissen, der erlittene Schaden durch Gegner ohne vorteilhaften Effekten wird um 25% verringert. Ich weiß nicht, das hört sich für mich eher wie 'n Nerf an, wenn ich ehrlich bin. Also, keine Ahnung. Wie seht ihr das? Also, er macht jetzt auf Gegner mit Schaden also mit Debuffs macht er mehr Schaden, aber du kannst ja auch einfach, ja, weiß ich nicht, Immunity oder so mitnehmen und dann hast du keine schädlichen Effekte und dann machst du ihm halt einfach 'n bisschen weniger Damage, okay. Der wird aber auch nicht der ist meistens Fallobst. Also, ich persönlich also, meine Meinung ist es 'n Nerf. Wir werden sehen. Teufelsmädchen Dunkel, die habe ich auch. Oh mein Gott, es wurden 2 meiner LDs in einem Balance Patch bufft. Das ist ja ne. Okay, die kritische Rate wird auf 100% gesetzt. Okay, da gucken wir doch mal, was das jetzt, uns bringt. Das ist, ja, Macht der Zerstörung. Also, das ist wahrscheinlich, wenn ja, das ist, wenn sie in der Beast-Form dann ist, also in dieser, Teufelsform. Das ist dann, wenn sie alle Gegner angreift, das ist ihre AOE, da wird es auf 100 Crit-Rate gesetzt. Das finde ich natürlich gut, weil das dieser Teufel aus diesem Koffer da, der macht schon gar nicht mal also, die könnte nervig werden. Es wäre auf jeden Fall eine Überlegung, sie mal auszutesten und ihr eventuell Devils zu geben. Das könnte vielleicht nervig werden mit der Crit-Rate auf 100. Das heißt, man muss ihr dann kein Crit-Rate geben, weil man mit einem Proc ist man schon wieder also, kann man schon wieder die Bestie freilassen und alles. Das wird spaßig. Ich denke, es wird ein Fun-Unit. Wir werden es austesten. Cannon Girl Dunkel. So, zerstört die Max-HP des Ziels um 100% des zugefügten Schadens und erhöht die Angriffsleiste proportional zu diesem zerstörten HP.
So, das wurde aber jetzt geändert zu: Der Schaden von Stoßkanone erhöht sich pro Treffer auf einen Gegner um jeweils 10% bis maximal 100%. Sobald die Schadensteigerung ihr Maximal erreicht, wird der Gegner stets mit einem kritischen Treffer angegriffen. Die Stapel werden bei Verwendung der Fertigkeit zurückgesetzt. Der Schaden wird um etwa 25% verringert. Äh, also das ist ja im Prinzip eine ganz neue Mechanik. Also hier hatten wir, dass die HP des Ziels um 100% des zugefügten Schadens, äh, zerstört wurde. Also, sagen wir mal, wenn wir 5.000 Schaden gemacht haben, haben wir auch 5.000 HP zerstört. Und erhöht die Angriffsleiste proportional zu diesen zerstörten HP. So, um wie viel proportional steht jetzt nicht, aber jetzt ist es dann, der Schaden erhöht sich pro Treffer auf einen Gegner um jeweils 10%. Also, hier steht jetzt nichts mehr, dass die HP zerstört wird. Und hier ist, maximal 100% kann man erreichen, sobald die Schadensteigerung ihr Maximum erreicht. Okay. Gegner stets mit einem kritischen Treffer. Ähm, Die Stapel werden bei Verwendung der Fertigkeit zurückgesetzt. Und 25, also für mich hört sich das an wie ein Nerf. Wir werden sehen, die Bella-Besitzer können mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie sie das, empfinden oder wie sie das jetzt mitbekommen haben, dann nach dem, Patch, wie sich das geändert hat. Also für mich liest sich das wie 'n Nerf. So, da sind wir bei Wonsa. Also, als ob er nicht schon gut genug war, ne? Also, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Natürlich werden mich die Wohnsa-Besitzer jetzt, steinigen, aber meiner Meinung nach war er schon okay. Erhöht die Angriffsleiste aller Verbündeten um 20%, wenn du erfolgreich vorteilhafte Effekte stiehlst. So, wenn du natürlich ohne Buffs reingegangen bist, hat er nichts gemacht. Erhöht die Angriffsleiste aller Verbündeten um 10%, wenn das Stehlen eines vorteilhaften Effekts erfolgt ist, nochmal um 10%. Also er pusht jetzt auf jeden Fall um 10% und wenn er nochmal strippt, nochmal um 10%. Also die 20% wurden jetzt dann aufgeteilt. Also selbst wenn du reingehst, ohne Buffs, pusht er trotzdem um 10%. Ja, das ist dann shit happens. Also, da kannst du dann, ja, kannst du nix machen. So, weiter geht's. Justitia Dunkel. Der Effekt, der den Schaden proportional zur Verteidigung erhöht, wenn die Verteidigung des Gegners geringer ist als deine, wird entfernt. Aha. Wenn die Angriffskraft des Gegners geringer ist als deine, erhöht sich der Schaden von 80 auf 100%. Okay, also okay, wenn die Angriffskraft geringer ist, dann machst du halt 20% mehr Damage. Wenn die Angriffsgeschwindigkeit des Gegners geringer ist als deine, erhöht sich der zugefügte Schaden proportional zur Angriffsgeschwindigkeit. Boah, also das finde ich jetzt irgendwie, das liest sich sehr hart, das liest sich sehr statlastig. Ja, weiß nicht. Du musst jetzt auf Speed und Attack und sie darf ja auch kein Fallobst sein. Weiß nicht, liest sich sehr, happig, muss ich sagen. So, Puddingprinzessin Dunkel. Absorbiert die Angriffsleiste aller Gegner um 25%, war vorher, jetzt auf 35%. Okay. Ändert aber nichts, wenn ich jetzt in Erinnerung habe, dass sie einen blöden Base Speed von 96 hat. Ändert nicht viel dran. Vielleicht ändert sich ja hier unten noch was. Wir werden es sehen. Asura Wasser. Jeder Angriff auf einen Gegner erhöht deine Angriffskraft um 50, wurde auf 100 geändert und erhöht sich um bis zu 1000. Ja, gut, ich sage euch ganz ehrlich, den sehe ich jetzt auch nirgendwo. Sehe ich jetzt keine Änderung. Magieritter alle. Der Schaden der Angriffe auf das gegnerische Ziel wird um 50% verringert und der Schaden des Angriffs auf alle Gegner um 50% erhöht. Mhm. Also S1 und S2 machen 50% weniger Schaden, aber dafür S3 macht 50% mehr, ja? Also, oder wie? Ja, gut. Werden wir sehen. Mit den Magierittern habe ich mich jetzt so vorher noch nicht extrem auseinandergesetzt, aber wir werden es sehen. Wind greift das feindliche Ziel zweimal an und verringert seine Angriffsleistung um jeweils 30%. Wurde geändert auf gewährt jeweils für 2 Runden Brandmal. Ja, okay. Also, ja, finde ich, ist eigentlich ein Nerv, weil ich würde lieber die Angriffsleiste verringern. Das Brandmal ist jetzt irgendwie nicht so krass. Aber gut, Magieritter Dunkel, gewährt für 2 Runden Unbewusstheit. Das ist ein netter Buff, da freuen sich die Kinkies. Da bin ich ja mal gespannt.
Also, da könnte eventuell was passieren. Also, jetzt so direkt in meinen Kopf kommt für Siege jetzt, kommt da, aber man muss gucken, wie man sie bauen kann. Ich weiß nicht, wie die anderen Werte sind und so weiter. Da muss man wirklich gucken, ob die 'n Mehrwert hat, jetzt ausschließlich gegen Kinkies. Man kann ja dann mit irgendwas anderes reingehen. Also, deswegen muss man gucken. So, Miri. Der Schaden aller Verbündeten und Gegner wird von 25 auf 30% erhöht. Miri gibt jetzt 30% Schadenserhöhung. Also, das ist ein random goofy Buff. Ich verstehe nicht warum. Miri-Lution oder was? Also, ja, weiß ich nicht. Das macht es im Siege jetzt 'n bisschen schwieriger, die Sachen zu Lution-Proof zu machen. Nicht unmöglich, auf gar keinen Fall. Und, ja, outspeedet werden kann man immer noch. Also, von daher, für mich sehen sich da jetzt, Türen offen, besser zu trappen. Also, ja. Drakankrieger Wasser, also, nur ganz kurz, weil sobald die Leute lesen, das wird erhöht, dann werden die das natürlich auch spielen wollen und dann ja, dann kann man doch sehr gut Traps bauen. Finde ich klasse. Drakankrieger Wasser, geht für 3 Runden in den Bedrohungszustand auf 2. Oh, der ja, okay, wenn er unbedingt den Nerf nötig hatte, alles klar. Der geht jetzt nicht mehr 3 Runden da rein, sondern 2. Alles klar. Prinzessin der Finsternis Feuer. Oh Gott, hat man die benutzt? Aber okay. Absorbiert die Angriffsleiste aller Gegner um 50%, wurde auf 30%. Das ist auch 'n Nerf, also sie, nimmt nicht mehr viel Angriffsleiste. Gut, dann gucken wir weiter. Lieder. Ach, da haben wir sie doch direkt noch mal. Feuer. Änderung. Crit-Lead bei Gilde auf Angriffstempo auf vier. Lasst uns bitte über die Logik von Come to Us reden jetzt. Sie geben einem Unit, was Sie vorher in der Zeile davor genervt haben, geben Sie jetzt einen Speedlead. Wofür gibt man einem Unit, was man genervt hat, einen Speedlead? Einen Speedlead, was man braucht, was man im Siege und im RTA ganz braucht für neue Devs und alles Mögliche. Aber wofür soll man sie denn stellen, wenn sie doch vorher genervt wurde? Macht für mich gar keinen Sinn. Macht für mich wirklich keinen Sinn. So. Prinzessin Wind, Layla. Ach, apropos, die haben wir ja gar nicht im Balance Patch gesehen, die wurde gar nicht genervt. Genauso wenig wie Laura oder sowas, ne? Schade. Also, die, wunderbaren Units dürfen weiterlaufen. Das finde ich dann irgendwo schade. Sehr wenig Nerfs generell. Aber okay, was kriegt sie jetzt? Genauigkeit Lead für Gilde wurde runtergesetzt und dafür kriegt sie jetzt HP Monster 33%. Ach ja, das ist ja ein wunderbarer Buff für Layla, weil sie war ja noch nicht gut genug. Okay, dann haben wir hier noch, das gehen wir jetzt mal eben durch, Chimäre Wasser erweckt jetzt, Moment. Er weckt jetzt in Genauigkeit. Die Wüstenkönigin Wasser, also Bastet, erweckt jetzt auch in Genauigkeit. Weiß ich nicht. Teufelsmädchen Wasser erweckt jetzt auch in Genauigkeit. Das finde ich sehr, sehr gut. Drakankrieger Wasser erweckt in Angriffstempo 15%, ist okay. Asura Wasser, erweckt in Kritrate 15%. Ja, auch wenn ihr den ändert, den wird man nicht sehen. Harpie Wasser, okay. Erhöht die Genauigkeit um 25%, okay. Odin, Imperator der Blitze. Odin erweckt jetzt in Crit 15, das ist ein guter, Wandel. Schattenwerfer Wind erweckt jetzt in Genauigkeit 25, das ist auch gut. Käferwächter Wind, ähm, oh, von Genauigkeit Moment, ich muss mal eben gucken. Äh, ach so, ja gut. Der Käferwächter ist jetzt so an sich, nicht unbedingt vertreten gewesen, ist jetzt auf mehr Base Speed. Müsste man dann mal gucken, ob man den vielleicht irgendwo einbauen könnte. Barbarenkönig Wind, Resistenz wird genommen und in Crit-Rate, das ist gut. Lebende Rüstung Wind, auch in Crit-Rate, das macht Sinn. Ezio-Licht in Crit-Rate, das macht mega Sinn. Also Ian Crit-Rate, das ist
macht Sinn. Altair auch in Crit Rate habe ich nicht gespielt, aber okay. Die Triss Licht in Genauigkeit, ich denke, das macht auch mehr Sinn. Nina Williams Dunkel genauso in Genauigkeit, Jennifer Dunkel in Genauigkeit. Ich denke, das macht natürlich alles Sinn. Die Units habe ich jetzt alle nicht, aber ich glaube, das liest sich, definitiv, ja. Drakan-Krieger, dunkel, boah, da muss ich ganz kurz gucken. Das ist doch hier Zeit für, ja genau, das ist Zeit für ein Duell, Dude. In Crit Rate, ja, das macht auch Sinn. Der Cookie, da sind wir wieder bei Logik. Sie haben dem der Puddingprinzessin oben einen Buff gegeben, ne? Wir sind, hier, dass die Angriffsleiste, absorbiert wird um 35. Aber jetzt haben sie in Genauigkeit erwecken lassen anstelle von der wunderschönen 96, ich meine 96 Base Speed waren das, ne? Gucken wir, ja, 96 Base Speed, anstatt ihr mehr Speed zu geben. Glückwunsch zu allen Puddingprinzessenbesitzer Prinzessinnen, mein Gott, Besitzer. Viel Spaß mit eurem Buff. Barbarenkönig Dunkel, Crit Rate 15. Macht auch Sinn. So, was ist hier? Dunkel, ein Fehler wird behoben, bei dem bestimmte Schadensarten nicht erhöht wurden, wenn die Melodie gespielt wurde, die den Schaden von Verbündeten und Gegnern erhöht. Beispiele: Panda, Sylphide, okay. Alles klar, das wurde jetzt, geändert, verbessert. Wie dem auch sei, alles klar, gut. Phantomdieb Feuer, ein Fehler wird behoben, bei dem die Angriffsleiste durch, der Passive zweimal erhöht, wenn eine Walküre Wasser, die unter den Infekten Entfernung blockiert. Okay, also hier ist es jetzt einfach nur noch Fehlerbehebung, alles klar. Oder auch hier Angriffsbefehl. Ein Fehler wird behoben, bei dem die Angriffsanimation unnatürlich dargestellt wurde. Also das ist jetzt nichts Krasses mehr. Oder hier ein Fehler wird behoben, bei dem der Angriffskraft-Buff, der dir nach dem Angriff auf das gegnerische Ziel gewährt wird, während der Fertigkeit nicht angezeigt wird. Also das sind einfach nur so kleine Sachen, die geändert wurden. So, dann hier auch die Beschreibung wurde geändert, einfach nur, erhöht deine Angriffsleiste um 40 und kontert den Angreifer sofort mit einer kritischen Rate von 100, wenn du einen Crit, halt bekommst. Also, es hat sich nichts geändert, es wurde nur anders geschrieben. Und Basiswert von Meerjungfrau Alle. Alle Meerjungfrauen n wurden, wartet mal, es wurden alle Meerjungfrauen gebufft mit dem Speed. Feuer und Licht haben jetzt 98 Speed und Wasser, Wind und Dunkel haben jetzt von 110 auf 113. Das war ganz sicher ganz wichtig, das brauchten wir, dass, dass die geändert wurden. Ui, ui, ui. Also gut, vielleicht sehen wir jetzt im Siege wieder eventuell ab und zu mal die Windmeerjungfrau mehr. Aber ist auch vollkommen fein für mich. Da gibt es ja relativ viele Counter gegen. So, und dann haben wir den Balance Patch, bequatscht und das war's auch schon. Das Video, das ging ja auch jetzt schon, lange genug. Ich würde mich freuen über eure Kommentare. Was haltet ihr vom Balance Patch? Wie findet ihr die Änderungen? Findet ihr, dass das ein guter Balance Patch ist? Ich muss sagen, für mich persönlich, 'n paar Punkte sind okay. Also, meine LDs muss ich testen, wie es sich, handhabt, aber ich sage ganz ehrlich, es sind immer noch viele, viele Units dabei, die definitiv genervt werden müssten, so wie Layla oder auch Laura. Nikki wurde damals genervt. Laura bleibt einfach so. Sie kann fröhlich weiter in ihre Skills rein und rein und rein. Finde ich auch nicht in Ordnung. Der Dark Zeni Nerf, ja, der musste leider sein. Tut mir leid für alle Besitzer, aber das war natürlich hart. 1 versus 4 mit dem Dark Zeni zu machen, ist schon, ja. Also, alles in allem finde ich, ist es so, ja, sagen wir mal, 'n 50-50, Balance Patch ist in Ordnung. Der Megumi Nerf, der freut mich, aber es ist jetzt auch nicht der überragendste, Balance Patch und es wird auch, denke ich mal, keinen großen Meta-Change geben. Wie sich das mit dem Stark verhält, das werden wir jetzt sehen, in RTA. Ich werde euch natürlich am Laufenden halten und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vergesst nicht, Like und Abo dazulassen. Bye.